Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie es mit Neuschwanstein angefangen hat, wie Neuschwanstein vom Prinzip her funktioniert. Aber was ich vergessen noch habe, euch zu erzählen, das ist, dass hier noch eine Lücke klafft. Die müsste eigentlich schon zu sein. Hat bis hierhin noch nicht funktioniert, weil ich einen Stein vermisse. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich bei der Inventur nicht aufgepasst habe oder ob es einfach nur daran liegt, dass ich in diesem Steinenwust diesen einzigen Stein nicht finde. Ich hatte euch das ja im letzten Teil schon erzählt. Es ist teilweise wirklich sehr mühselig, hier einzelne Steine zu finden, weil ich sag mal, die Sortierstückungs- oder die Sortiermaschinenbestückungsmafia, die ist da rigoros, die ärgert uns, wo sie nur kann. Die packt teilweise Steine in eine Tüte, die haben da vom Prinzip her nichts zu suchen. Da würde man nie vermuten, dass zum Beispiel bei den grünen runden Steinen, die ich hier vorne liegen habe, dass da auf einmal eine Transklierfliese drin ist. Kommt man nicht drauf. Und deswegen, ob ich diesen Stein jetzt hier finde oder ob er fehlt, das will ich euch heute gerne zeigen. ...593 Bauschritte sind es bis hierhin gewesen. Das entspricht nahezu der ersten PDF. Es sind noch 2-3 Teile oder 2-3 Schritte in dieser PDF offen. Und dann geht es in die zweite PDF. Und damit wir gucken, was in der zweiten PDF alles so passiert, da fange ich jetzt einfach mal an zu bauen. Bauschritt Nummer 682 in der zweiten PDF. Mal die Steine hier zur Seite, und bevor ich jetzt wieder anfange, den ganzen, ich nenne es mal hier den Kerker zu verschließen, zeige ich euch nochmal die Unterkonstruktion, weil das wird ja nicht mehr lange gut gehen. Hier sind 2 recht große Steine, die gebraucht werden, um Berge und sowas zu formen. Die werden dann mit den grauen Steinen soweit zum Halten gebracht und verkleidet. Wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass diese Felsenelemente, dass die größer sind, vom Guss her vielleicht einfach so 1, 2, das sind nicht mal 1 mm, das ist so einen halben Millimeter oder so, weil die Steine da doch so ein bisschen drauf kippeln. Aber alles in allem hält das Ganze hier soweit. Also ich kann das hier mal so nehmen und kann das hier ran hochheben. Das fällt nicht unbedingt ab. Die Lücke von meinem Portal, ihr seht sie, die ist immer noch vorhanden, weil wenn das Teil da ist, ist es mir bis jetzt noch nicht in die Hände gefallen. Aber jetzt wird ja hier bedingt durch die Unterkonstruktion auch wieder sehr viel von dem Hellgrau gebraucht. Vielleicht fällt es mir dann ja in die Finger und ich kann dann auf der Seite noch das Ganze fertig machen. Hier scheint es jetzt auch wirklich soweit erstmal bis auf die Bäume, nur vom Schloss selber her schon fast alles. Naja, bis auf das, was mir fehlt, alles fertig zu sein. Das war dann nochmal der Bereich hier. Da hat sich nichts dran geändert. Ich kann es einfach mal wegnehmen. Ihr seht, also es ist so ein bisschen Modularbauweise. Man kann das hier alles auseinandernehmen. Der Schwachpunkt ist wirklich der hier. Das soll an einer Noppe halten, die nicht hält. Das ist also eine sehr kippelige und wackelige Funktion. Das hier ist nichts zum Spielen, definitiv nicht. Da stellt man sich hin und erfreut sich daran. Bin ich im ersten Video schon ausreichend darauf eingegangen, dass das wirklich nur zum Hinstellen ist, weil ich ja gesagt habe, mit dem Klappmechanismus, oh, jetzt geht es hier auseinander, ist nicht unbedingt das größte Problem. Noch ist es alles nicht vernünftig überbaut. Das hatte ich auch am Anfang schon gezeigt. Das schwächelt alles noch extrem. Das wird dann kommen, sobald hier ein bisschen mehr drauf liegt.
So, da war es das schon wieder und schon funktioniert das. Ihr seht also, es läuft. Eigentlich wollte ich euch wirklich nur mal hier diese Unterkonstruktion zeigen. Hier sieht sie nicht viel anders aus. Somit ist dann hier für die eigentliche Burg, ich habe es liebevoll die Garage genannt, dann auch schon fast komplett. Hier wird sie dann abgeparkt. Das passt dann nicht auf einen Millimeter genau, aber sehr, sehr genau. Das ist also wirklich gut gemacht. Da ist kaum Spielraum. Das sitzt dann recht stramm hier drin. So, und da kann ich euch eigentlich auch nicht mehr sagen. Das wollte ich euch gezeigt haben. Deswegen habe ich es mal kurz unterbrochen. Jetzt denke ich mal, fange ich an, diesen ganzen Berg hier zuzumachen. Dann wird es da keinen Blick mehr drauf geben. Deswegen hier mal schnell die Katakomben gezeigt und schon weitergebaut. ...849 Bauschritte bis hierhin und knack. Also es funktioniert immer noch, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Man kann das aufklappen hier so und dann kommt dann auch mal die Burg raus, die hier früher mal gestanden hat.
nettes Gimmick, wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Ich drehe es mal so ein bisschen rum. Dann könnt ihr sehen, dass wir also wirklich so rein vom Berg her fast alles schon ausgestaltet haben. Auch hier schön zu erkennen, in dem Bereich auch so ein bisschen mit Felsschluchten. Also wirklich wahnsinnig gut gemacht bis hierhin. Kann ich überhaupt nicht anders sagen. Designtechnisch gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Hier nochmal so ein bisschen auf der Seite wird es ein kleines bisschen, aber auch nur ein kleines bisschen weniger mit den ganzen Wäldern und Felsen. Alles ein wenig begradigt. Logischerweise, irgendwo musste man ja auch hochkommen. Also mir gefällt das wirklich bis hierhin extremst gut. Es lässt sich alles gut bauen. Es ist stabil. Da gibt es überhaupt nichts. Also ich möchte mal sagen, ich kann mich hier draufstellen, das kracht nicht ineinander. Auch wenn hier, wie ich es schon öfter mal erwähnt habe, Steine dabei sind. Die haben im Grunde genommen nicht einmal den Namen Stein verdient. Das ist Tonne auf, rein damit, weg damit, Schwamm drüber. Aber selbst die werden hier verbaut und da muss ich mal sagen, da muss ich Respekt an den Designer zollen. Er konnte nicht wissen, was für eine Steinequalität hier teilweise beiliegt, aber von der Bautechnik her spielt das absolut keine Rolle. Bis jetzt verschwinden diese Steine. Es ist ja wirklich viel mit 1x1, was hier gebaut wird. Sei es denn eine Fliese, ein ganz normales Steinchen, eine Plate. 1x1 ist hier das große Thema. Braucht man auch, logischerweise, wenn ich in dem Maßstab, so wie hier, dieses Schloss mit den ganzen Fenstern nachbauen möchte, dann brauche ich viel 1x1. Bei einem Bahnhof hätte ich mir 1x4 gebraucht, aber da war auch 1x1 mit dabei. Vielleicht sollte man hergehen und die Designer alle darauf trimmen, designt uns was, wo wir viel 1x1 brauchen. Das mal nur so am Rande. Hier stört es bis jetzt überhaupt nicht. Alles, was hier verbaut wird, findet seinen Platz und es hält. Das finde ich wirklich erstaunlich bis hierhin. Manchmal bezweifle ich das, wenn ich das so baue, aber herrlich. Wirklich nur herrlich. Ich denke mal, jetzt geht es hier los mit dem Innenhof, vermute ich jedenfalls mal, weil die Berge sind da, hier geht es schon ein bisschen los. Es ist schon ein klein wenig im Innenhof gepflastert worden. Das muss ja dann irgendwann mal bis hierhin weitergehen. Und es geht nur weiter, wenn ich baue und nicht, wenn ich quatsche.
1255 Bauschritte bis hierhin und das Ende der zweiten PDF habe ich auch erreicht. Hier hat sich so ein bisschen was getan, wie ihr das sehen könnt. Auf der Seite ist so ein bisschen was dazugekommen. Und wenn man das Ganze jetzt zuklappt, also der Designer ist hergegangen, ich muss jetzt mal gucken, dass man das vernünftig packt, dass also auch an den Häusern als solches immer mal so ein paar Orientierungen sind. Ich schaue mal gerade mit, ihr könnt das hier erkennen, dass hier auf einmal alles ein bisschen schief ist. Man muss da nachhelfen. Das ist aber auch das, was ich eingangs sagte, dass es hier wirklich Steine gibt, die gehören in die Mülltonne. Das funktioniert nicht so wirklich. Man kann das ein bisschen hier dann zusammendrücken und schon passt das. Und das sieht auch wirklich gut aus. Also hier muss ich wirklich sagen, Respekt vor dem Designer, der das Ganze zusammengebaut hat. Also das ist nicht wirklich geschustert, das ist zusammengebaut. Es sieht auf beiden Seiten wirklich gut aus. Ich kippe es mal so ein bisschen an. Das gibt das Ganze auch her. Da könnt ihr dann mal den Blick von oben nochmal, obwohl ihr guckt ja die ganze Zeit in die Baucam, wenn ihr den Speedbild verfolgt. Somit ist das ein Bild, welches euch vertraut ist. Hier ist es jetzt ein bisschen schief, aber halb so wild. Das größte Problem, was ich damit habe, ich habe das Ganze ja auch schon getestet, wenn man es jetzt aufmacht. Jetzt bin ich ja nur mal gespannt, vielleicht kommt jetzt der Vorführeffekt. Also A, es geht nicht unbedingt so einfach, wie man das gerne hätte. Und ich habe es dann ein-, zweimal gemacht und ich habe dann, ja gut, diesmal ist es nur an einer Stelle passiert, aber das kommt dann öfter mal vor. Könnt ihr das hier in der Kamera sehen? Hier habe ich meinen Daumen. Also hier zieht man dann aus dem gegenüberliegenden Gebäude die Teile mit raus, was dann auch davon zeugt, dass da die Klemmkraft teilweise nicht so gut ist, wie man sie gerne hätte. Aber es funktioniert. Man kann das Ganze auf und zu klappen. Ich habe es ja schon gesagt, es ist ein Gimmick. Ich persönlich würde die Burg so, wie sie im Regal steht, völlig bevorzugen. Ich brauche das nicht zum Aufklappen. Das ist eine nette Spielerei, aber da sind wir ehrlich, wer macht das? Das macht man einmal, um zu zeigen und dann hört es auf. Der Bereich vom Portal, der ist bei mir immer noch frei. Ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht und ich habe es auch schon wieder vergessen, welches Teil ich dafür suchen muss. Das werde ich mal ganz zum Schluss machen, wenn ich sehe, was ist an Teilen übrig geblieben. Ist dann das Passende dabei oder nicht? Hier, nee, auf der anderen Seite, hier seht ihr, hier hat es bei Grün mit der Farbtreue auch nicht so ganz gepasst. Nein, kleiner Scherz am Rande, auch dieses Teil habe ich noch nicht gefunden. Ich habe es jetzt einfach mal, damit es markant ist, von Lego genommen in Rot. Das soll mich halt einfach nur daran erinnern, da muss ich noch mal ran. Ich bin gespannt, ob das Teil da ist. Ich bezweifle es immer mehr und mehr, weil Grün, es wird übersichtlich, was an Grün noch da ist. Und hier fällt es nicht wirklich sofort ins Auge. Hier ist natürlich schon, ihr habt das ja gesehen, ich habe eigentlich nichts anderes gebaut als dieses Ding. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie lange ich gebaut habe. Das waren also gute 5 Stunden. Es ist noch nicht fertig. Das wird sich auch über die dritte PDF ziehen, also auch über das dritte Video. Aber bis hierhin, ich drehe es mal so ein bisschen rum, da könnt ihr das mal mitsehen, ist das wirklich sehr gut gelungen. Was aber die Bauzeit hier wirklich massiv in die Länge treibt, das besteht zu 90% aus Einmal-1-Teilen. Da ist natürlich wirklich viel. Man möchte das auch wirklich akkurat gerade haben. Hier ist es ja nicht einmal für mich, wo ich sage, dann ist es halt mal ein bisschen schief, ist mir egal. Es ist ja dann gleichzeitig noch für jemand anders. Ich baue es ja zusammen, habe ich im ersten Teil ja ausgiebig erklärt. Da will man es dann ja auch vernünftig machen. Wobei man es ja sowieso vernünftig haben möchte. Aber hier gucke ich dann dreimal und wenn man sich dann vorstellt, man muss alle Einmal-1-Teile wirklich schön sauber übereinander haben, das zieht sich natürlich in die Länge. Hier ist es auch nicht viel anders. Aber diese Gebäudekomplexe sind bis hierhin nicht so groß, so aufwendig wie dieser Komplex, der hier entsteht. Jo. Habt ihr Fragen? Dann benutzt einfach die Kommentarfunktion. Ich lese mir die Kommentare durch, das habe ich oft genug erklärt. Klar, ich beantworte nicht alle, das ist richtig. Einiges beantwortet ihr ja schon mit, wenn dann jemand mal was darunter schreibt. Bei vielen ist dann teilweise auch keine Antwort erforderlich, weil ja auch wirklich einiges im Video, oder ich versuche das meiste im Video schon immer zu erklären. Viel mehr kann ich hier eigentlich nicht
sagen. Was ich aber jetzt mal sagen kann, da bin ich im Vorfeld schon drauf angesprochen, das Ding liegt schon recht lange hier bei mir und ihr wisst, ich baue nicht jeden Tag, ich baue immer nur am Wochenende so ein kleines Stück, so wie heute, und so arbeite ich mich da durch. So ist natürlich in der letzten Zeit einiges passiert und es ist zum Beispiel passiert, dass Neuschwanstein, also meine letzte, ich nenne es mal Recherche, ich habe bei Bluebricks einfach mal geguckt und dort gibt es jetzt 5-mal Neuschwanstein. Ich habe sie alle unten verlinkt, könnt ihr euch dann selber mal angucken. Es sind auch welche aus Diamond Blocks dabei. Aber dieses Schloss gibt es ja jetzt auch von Qingbao. Jetzt wurde ich gefragt, warum gibt es das auch von Qingbao? Ich muss mal hier gerade mal eben den Kollegen ausmachen. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, ihr hört den Krach. So, haben hier zu Hause so ein kleines Problem. Bei uns ist die Heizung ausgefallen, aber das nur am Rande. Das gibt es jetzt auch von Qingbao und ich wurde gefragt, warum gibt es das auch von Qingbao? Haben es die Chinesen geklaut? Hat es Bluebricks verschenkt? Ich weiß es nicht. Wir können da jetzt alle nur spekulieren. Warum, wieso, weshalb? Ich habe auf den Karton geguckt. Das Qingbao Neuschwanstein ist im Übrigen 20 € teurer. Warum ist das teurer? Es kommt in einem schönen Karton, also nicht hier braune Pappe, so wie ich sie euch immer zeige mit dem Aufkleber. Es kommt in einem bunten Karton, wo das Schloss natürlich auch drauf abgebildet ist. Ein Karton, wie wir ihn halt kennen, wie wir ihn nicht von Bluebricks kennen. Und wir bekommen, soweit ich das mittlerweile herausgefunden habe, Bauschritt sortiert. Finde ich generell eine geniale Geschichte. Das erspart eine Menge Suchen. Obwohl man gewöhnt sich daran. Es macht dann sogar irgendwann mal Spaß und man erinnert sich so ein bisschen an die Kindheit, wo 1000 Teile auf dem Teppichboden lagen und da hat man was draus gebaut. Viel anders ist das ja auch nicht, außer dass es heute Teller und Pommesschalen sind. Ja, Bauschritt sortiert, eine gedruckte Anleitung bekommen wir dabei und ein Karton. Wer nicht ganz so viel Chaos haben möchte, der kauft sich das von Qingbao. Der lässt das von Bluebricks einfach links liegen, weil designtechnisch habe ich nicht viele Unterschiede erkennen können. Logisch, es ist Neuschwanstein. Was will man daran auch großartig anders machen? Man könnte es vielleicht noch einfach in Pink und Gelb halten oder in Schwarz und Grün oder wie auch immer. Aber es wird immer Neuschwanstein sein. Es wird immer so aussehen. Warum das so gekommen ist, da können wir nur auf die Seite des Spekulierens gehen. Der eine sagt, es wurde Bluebricks geklaut. Das glaube ich nicht, weil dann wird es Bluebricks nicht bei sich verkaufen. Einige sagen, Bluebricks hat einfach bloß das Design verkauft. Da bin ich bei euch. Das ist auch das, was ich mir vorstellen kann, dass Bluebricks das eigene Special dann irgendwann mal einfach verschwinden lässt und dann nur noch das von Qingbao anbietet. Widerspricht sich zwar so ein bisschen mit dem, was der Klaus uns immer gesagt hat. Es war ja immer gesagt, wenn ein Set von den Specials nicht mehr erhältlich ist, keine Angst, wir liefern es euch nach. In diesem Falle könnte ich mir vorstellen, das wird es nicht ewig von Bluebricks geben. Das wird es dann irgendwann mal nur noch von Qingbao geben. Und wenn Qingbao es dann wieder auslaufen lässt, keine Ahnung, was dann kommt. Aber wie gesagt, wir sind hier nur rein spekulativ unterwegs. Vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, guckt ja jemand aus Flörsheim mit, der eine spitzenmäßige Antwort dazu hat. Der soll sie einfach mal unten reinschreiben. Würden eine Menge Spekulationen aufhören. So, mehr kann ich jetzt wirklich für heute nicht mehr sagen. Was ich aber sagen kann, danke, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video anzuschauen. Bis zu meinem nächsten Video. Da tut ihr mir den Gefallen, gerade jetzt, bleibt bitte gesund.